Stell dir vor, du bist Fotograf. Du kennst dein Equipment in- und auswendig. Du weißt genau, wie du das Licht setzt und wie du den perfekten Moment einfängst. Was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass du trotzdem etwas Entscheidendes übersiehst? Etwas, was dich garantiert zu einem besseren Fotograf macht, was deine Kunden glücklicher machen wird und was deine Bilder authentischer machen wird. Die Antwort? Stell dich selbst vor die Kamera. Klingt unangenehm? Genau das ist der Punkt. Heute erkläre ich dir, warum jeder Fotograf mindestens einmal die Seiten wechseln sollte. Warum es wichtig ist, dass du selber auch mal Modell bist, damit du wirklich verstehst, was es bedeutet, vor der Kamera zu stehen. Und dann wirst du garantiert nie wieder auf die gleiche Art und Weise fotografieren. Punkt 1. Das Gefühl von Verletzlichkeit verstehen. Hast du schon mal beobachtet, wie ein Mensch sich vor deiner Kamera verkrampft hat? Hast du die Unsicherheit in deren Augen gesehen und diese steifen Bewegungen? Genau darum geht's. Wenn du selber einmal vor der Kamera gestanden hast als Modell, wirst du begreifen, wie nackt man sich fühlt, wenn ein Objektiv auf einen gerichtet ist. Plötzlich sind die Unsicherheiten über das eigene Aussehen riesengroß. Und genau hier beginnt deine Weiterentwicklung als Fotograf. Denn wenn du weißt, wie es sich anfühlt, kannst du deinem Modell ganz anders begegnen, empathischer und unterstützender. Und das führt automatisch zu entspannteren und natürlicheren Bildern. Punkt 2. Du lernst bessere Anweisungen zu geben. Dreh dich ein bisschen nach rechts, nee, das andere rechts, nicht ganz so viel, ein bisschen weniger. Klingt das bekannt? Jetzt stell dir vor, du bist auf der anderen Seite. Wenn man unklare Anweisungen bekommt, dann fühlt man sich erst recht unsicher. Wenn du nun auf der anderen Seite warst und weißt, was es bedeutet, Anweisungen zu bekommen, dann weißt du auch, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und schon kommt mein erster Bonustipp. Spiegel die Bewegungen. Wenn du möchtest, dass sich jemand nach rechts dreht, mach es vor. Wenn du möchtest, dass jemand die Handhaltung ändern soll, dann zeig, was er machen soll. Das reduziert Missverständnisse und führt zu einem flüssigeren Shooting. Und nun gibt es eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch dieses Video bis hierhin gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr mich unterstützt, indem ihr mir ein Like, Kommentar oder Abo dalässt. Und nun geht es weiter mit dem dritten Punkt. Punkt 3. Deine eigene Präsenz beeinflusst das Modell. Die Energie, die du zu einem Shooting mitbringst, beeinflusst das Shooting maßgeblich. Wenn du nervös bist, wird es das Modell spüren. Wenn du dagegen locker bist, überträgt sich das auf das Modell. Fotograf zu sein bedeutet mehr als nur Bilder zu machen. Fotograf sein bedeutet, eine Atmosphäre zu schaffen. Das Beste daran, wenn du selbst einmal Modell warst, dann verstehst du, welche Kommunikation hilft und welche Unsicherheiten verstärkt. Du wirst selbstbewusst in deinem Umgang mit Menschen und das spiegelt sich auch in deinen Bildern wider. Ich muss an diesem Punkt ganz ehrlich sagen, ich persönlich fühle mich überhaupt nicht wohl vor der Kamera. Ich bin es gewohnt, hinter der Kamera zu stehen, Anweisungen zu geben, das Licht zu setzen. Aber selber im Mittelpunkt sein, das ist eine ganz andere Herausforderung. Und trotzdem habe ich mich mehrfach darauf eingelassen. Zunächst einmal habe ich es bei Freunden gemacht, wie zum Beispiel die liebe Verreschte. Oder zum Beispiel den Mason, den ich ja auch ein bisschen besser kannte, schon bei meinem Personal Branding Shooting. Dadurch, dass ich ja die Fotografen kannte, hat es mir geholfen, meine Unsicherheiten abzulegen, um mich mehr in der Situation einzufinden. Es ist trotzdem schwierig. Aber wenn man den Fotografen vertraut, dann ist es einfacher, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ich habe mich auch einmal getraut, Modell für Ralf Schielberg zu sein. Ich kannte ihn nicht persönlich, bin aber ein großer Fan von seiner Kunst. Und als er mich angefragt hat, Modell zu sein, habe ich sofort Ja gesagt, weil ich unbedingt sehen wollte, wie er fotografiert. Und ich habe es nicht bereut. Ich muss sagen, mein Herz hat bis hierhin geschlagen. Mir war vorher speiübel. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Aber Ralf hat eine ganz tolle, ruhige und empathische Art, die es geschafft hat, dass ich mich sehr schnell entspannt habe. Und die Ergebnisse, die blende ich euch hier ein, die könnt ihr auch sehen, die haben sich gelohnt. Würde ich es jetzt trotzdem regelmäßig machen? Auf gar keinen Fall, weil ich einfach hinter die Kamera gehöre. Aber dennoch, alle paar Jahre zwinge ich mich selber quasi vor die Kamera, außer jetzt bei diesem hier, das ist ja nur was anderes, einfach nur, um in Übung zu bleiben und das Gefühl, dieses ausgeliefert zu sein, nicht zu vergessen. Weil das macht mich persönlich zumindest immer viel empathischer für meine Modelle.
Jetzt kommen wir zu den 3 Schritten, wie du es selbst umsetzen kannst. Ich weiß, das kostet eine immense Überwindung. Deshalb gebe ich dir einen 3-stufigen Plan, der dir dabei hilft, Schritt für Schritt herangeführt zu werden. Punkt 1. Starte mit Selbstporträts. Stell ein Stativ auf und fotografiere dich selbst. So kannst du dich ganz in Ruhe mit der Situation anfreunden, ohne dass dich jemand beobachtet. Du wirst lernen, welche Posen sich für dich angenehm anfühlen und welche eher unnatürlich. Genauso habe auch ich mit der Fotografie angefangen. Und hier blende ich euch ein paar Selbstporträts ein von meinen Anfängen in der Fotografie. Zweiter Punkt, lass dich von jemandem fotografieren, den du kennst. So wie bei mir damals Verreschte oder Mason. Such dir jemanden, bei dem du dich wohlfühlst. Wenn du dem Fotografen vertraust, hilft es dir, dich zu entspannen und eher auf das Shooting einzulassen. Der nächste Schritt, ein Shooting mit einem fremden Fotografen. Wenn du soweit bist, buche ein Shooting bei einem fremden Fotografen. Das wird dir zeigen, wie es ist, fotografiert zu werden ohne eine persönliche Verbindung. Genau das, was deine Kunden erleben. Das ist natürlich die ultimative Herausforderung, aber dabei kannst du genau nachempfinden, was deine Modelle durchmachen. Sich vor die Kamera zu stellen, ist eine der wertvollsten Erfahrungen, die du als Fotograf machen kannst. Diese Erfahrung macht dich nicht nur empathischer für dein Modell, sondern hilft dir auch, bessere Anweisungen zu geben und wird auch deine Präsenz verbessern. Also meine Challenge für dich. Geh den ersten Schritt. Mach entweder ein Selfie oder ein Shooting mit einem Freund oder buche dir ein Shooting bei deinem Lieblingsfotograf. Du wirst sehen, es wird dir eine ganz neue Perspektive eröffnen. Und wenn du dich dieser Challenge stellst, dann schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, wie es sich gefühlt hat. Und wenn du noch mehr Tipps für authentische Fotografie haben möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Hier geht es um echte Bilder. Und vergiss nie, die beste Art zu lernen ist zu erleben. Tschüss, bis nächste Woche.